I don't know, songwriting is not even 2 months ago, I think. Or maybe it is 2 months ago. And we're already starting shooting videos next week. So I need to get Blondie again. Und dann, wenn man mit der Idee ums Eck kommt, dass man sie an einem Kreuz an der Decke aufhängen will, über Kopf, dann kann man glücklich sein, dass sie dann sagt, ja, scheiß drauf, lass machen. Dann bleibt es aber trotzdem schwierig. Man kennt das ja, wenn man alleine nur einen Kopfstand macht, hat man das Gefühl, dass einem der Kopf platzt. Diese Person komplett an das Kreuz festzubinden. Dieses Geschirr muss aber quasi fest installiert werden an diesem Kreuz. Dann muss man das alles verstecken, indem man sie noch einbindet. Das heißt, diese Person an das Kreuz wirklich zu nageln, ohne dass sie was tun kann, sie dann trotzdem über Kopf zu hängen, was aber auch langsam passieren muss, weil sonst sofort ihr Kopf platzt. Jede Minute ist einfach schmerzhaft. Der ist so farbenfroh irgendwie, der Song. Trotz seiner Ernsthaftigkeit ist er so farbenfroh und facettenreich und glaube, dem will man dann visuell irgendwie gerecht werden. Hat uns schon immer gut gestanden, dass wir uns nicht klar definieren, so nach dem Motto, ja, wir sind die Typen mit den Goldketten oder wir sind die Schwuchteln, sondern wir sind die, die halt offen sind für das Leben, für Lifestyle. Ja, es haben sich 450 Bewerber gemeldet. Wir haben dann ein Casting gemacht in 3 Runden. Das Ganze lief 2 Wochen und die 3 sind übrig geblieben. Bei Kenny war es ein bisschen schwierig, der war erst nach dem zweiten Recall nicht drin. Aber nachdem dann Jasmin Wagner abgesprungen ist, aus persönlichen Gründen hat Kenny dann den Platz eingenommen und hat dann doch noch den Slot bekommen. Und dann denkt man drüber nach, was polarisiert irgendwie, was findet man dabei selbst geil irgendwie, was wollten wir immer schon mal machen. Und da kommen dann eben so Ideen wie, ja okay, wir nehmen jetzt hier tanzende Nonnen, passt irgendwie zur ganzen Thematik, ziehen wir noch Strapse an, da sind wir aber halt immer noch nicht an dem Punkt angekommen, dass das irgendwie eigen wäre. Aber dann sind das halt einfach Männer. Ja, so kurz? Ich denke, diese Bilder kann man verschieden auffassen. Natürlich kann man das einfach nur lustig finden, weil zugegeben, es sieht teilweise auch echt einfach lustig aus, wenn die so da stehen. Aber abgesehen davon, wenn man sich nicht mal wirklich tief mit dem Song befasst und auch mit den Bildern, dann geht es auch einfach darum, dass trotz alledem, was Leute von einem halten, wie man wahrgenommen wird, aufgrund welcher Sachen man schlecht gemacht wird oder einem Leid zugefügt wird, dass man trotzdem sich treu bleiben sollte und gerade dann zu dem stehen sollte, was man ist. Und das verkörpern wir hoffentlich genug, so wie wir es fühlen. Und ich hoffe, dass wir dieses Gefühl auch jedem Menschen geben können, der sich unzugehörig fühlt oder wertlos aufgrund Aussagen von anderen. Es waren einfach nur so viele grandiose Szenen. Also zum einen hatte ich natürlich wahnsinnig dicke Möpse, also noch mehr als jetzt. Das fühlte sich schon völlig weird an. Aber auch die ganzen anderen Sachen. Pi, der sich irgendwie literweise Blut über den Kopf schüttet. Man muss sich 5 Liter Kunstblut über den Kopf kippen, weil man vorher gesagt hat, ich kann mir das auch über den Kopf kippen und vorher draus trinken in meinen 20 Zentimeter High Heels. Das war so eine Kurzschlussreaktion. Ich weiß nicht, ich dachte, das würde cool aussehen. Ich denke, das sieht auch cool aus. Glaube ich. Ich habe es an diesem Punkt noch nicht gesehen. Es ist tatsächlich schmerzhafter, als ich gedacht habe. Aber auch, weil wir eine richtige Peitsche aus dem SM-Shop gekauft haben, die genau diesen Zweck erfüllt. Und es reicht tatsächlich gar nicht mal so viel Kraft, um sich tatsächlich Schmerzen zuzufügen. Glücklicherweise habe ich
nicht so doll zugeschlagen, dass ich am nächsten Tag halt einfach nur Striemen hatte, aber irgendwie kein Blut geflossen ist oder so. Man könnte natürlich auch ein stinknormales Video drehen, sich irgendwo in den Wald setzen und dann irgendwie so ein bisschen... Wir müssen irgendwie gucken, dass wir, weil wir so viel draußen Szenen drehen, dass wir eben noch im Sommer drehen. Jetzt ist es halt noch erträglich warm und noch nicht zu kalt. Ansonsten müssten wir das alles im Winter drehen und da holen wir uns den Tod. Und das ist diesmal so ein bisschen anders. Also wir zäumen in jeder Hinsicht das Pferd von hinten auf. Im Harz, wo ich wohne und lebe, haben wir viel schöne Landschaft und alte Gemäuer teilweise. Von Höhlen bis Ruinen ist da eigentlich alles am Start. Und das haben wir uns zunutze gemacht und haben für Priest das Video in der Einhornhöhle gedreht, in Scharzfeld. Das war kalt, denn in Höhlen ist es ja immer kalt. Und ich glaube, es waren konstant 7 Grad oder sowas oder ein bisschen weniger, ich weiß es gar nicht mehr. Und das war einerseits anstrengend, auch weil wir immer mal wieder pausieren mussten, weil dann plötzlich wieder so eine Touristengruppe durchgeführt wurde. War einfach super cool, weil einfach diese Kulisse mega gut ist. Und die noch spielen. Also auch die schnellen Double Bass Sachen, wo man eigentlich so... Aber zum Thema Geschwindigkeit, wir werden ja häufig gefragt, warum wir Musikvideos mal in doppelter Geschwindigkeit aufnehmen. Und da gibt es immer so fadenscheinige Erklärungen, dass man später die Bewegung dann in Zeitlupe sieht und so, ist alles Schwachsinn. Wir machen das, weil Videodrehs total ätzend sind und wir einfach schneller fertig sein wollen. Ja. Und weil wir uns nicht mögen und gern schnell wieder auseinandergehen. Also wir mögen uns schon, aber nur uns selbst jeweils. Jeder mag sich selbst gern. So. 3, 2, 1. Sie ist quasi das Symbol für die innere Zerrissenheit von Gut und Böse. Es mag jetzt auch natürlich unterschiedlich ausgelegt worden sein und das ist vielleicht auch Sinn der Sache, dass natürlich genug Interpretationsspielraum bleibt bei dem Charakter. Das Verschwimmen, dass man überhaupt weiß, was noch gut ist und was böse ist. Dass man sich darin auch verlieren kann. Und ich glaube, dass man dann eigentlich nur noch alles kaputt machen kann, wenn man nicht mehr weiß, was gut und böse ist. Also Leute, Regenponchos braucht man nicht nur in Hamburg, sondern auch, falls ihr den Look klauen wollt, für euer nächstes Musikvideo. Macht es nicht. Macht es nicht. Wir haben Stempel anfertigen lassen. Wobei auch die Qualität des Aufstempelns sich durch Übung verbessert hat. Maßgeblich stempelt Chris uns dann die J's oder die umgedrehten Kreuze J's, Judases auf die Stirn, was aber auch echt clever ist, so, weil mit Übung wird es besser und Chris immer nur so läuft. Wir haben schon mal in der Vergangenheit gemeinsam Videoideen ausgearbeitet, maßgeblich Chris und ich. Und als dann die ganze Maschinerie zu Judas anlief, hat Chris sich auch wieder gemeldet, ob ich zufällig gerade irgendwelche Videoideen hätte. Ich habe ein Konzept geschrieben dafür, was wir zusammen ausgearbeitet haben, und das sollte dann Matteo von VD Pictures sollte dann dafür Regie führen. Und auch da wieder aufgrund der Reisebeschränkung war es Matteo leider nicht möglich, durchgehend bei allen Drehs dabei zu sein oder teilweise überhaupt bei den Drehs dabei zu sein. And your hand again. Screaming. Bin ich dann mit rausgefahren und habe dann mal für einen Tag Regie führen dürfen, was mich sehr gefreut hat. Wir sind auch diesmal wieder an unsere Grenzen gegangen. Wir haben Sachen gemacht, also wir haben eigentlich alles umgesetzt, was man sich hätte ausdenken können.
faith and turned on heaven. Your blame and shame are begun. Judas, Judas, you found your faith when all was blackened. You're now where you belong. Judas, Judas. Stop, sorry. Come back too fast or what? No, you walked right under a tree. Yeah, just like in this direction. Alright. What? This direction.